Hört ihr das? Das ist mein allerliebstes Brot mit Tomaten. Super fluffig und super lecker. Lasst uns backen. 100 bis 120 Gramm getrocknete und in Öl eingelegte Tomaten klein schneiden und beiseite stellen. 500 Gramm Mehl T550 oder T405, ein Teelöffel Zucker, ein Päckchen Trockenhefe oder 21 Gramm frische Hefe, 8 Gramm Salz, 30 Milliliter Olivenöl und 400 Milliliter lauwarmes Wasser verkneten. Als nächstes, wenn keine Mehlnester mehr zu sehen sind, die Tomaten unterkneten. Ach so, der Teig klebt ganz doll, habt Geduld, es lohnt sich. Jetzt muss er 2 Stunden gehen, in der ersten Stunde bei Zimmertemperatur und dabei alle 20 Minuten so gut es geht dehnen, also insgesamt 3 Mal. Und jedes Mal wird er immer fester, fängt an zu arbeiten und bildet schon die ersten Blasen. Und in der zweiten Stunde einfach warm eingepackt in Ruhe lassen. Mein Teig packe ich zum Beispiel immer unter die Bettdecke. Und so sieht er dann aus. Mein Teig ist super aufgegangen und war eigentlich schon dabei abzuhauen. Jetzt kommt er einfach aufs Backpapier oder auf eine Silikonmatte. Die Unterlage sollte man aber unbedingt mit Mehl bestäuben. Und diesen ganzen luftigen, fluffigen Teig dann einfach zu einem Brot formen, am besten mit der Reißverschlussmethode, also von rechts nach links und von links nach rechts ziehen. Wie ich das mache, ist ganz gut im Video zu sehen. Und Achtung, der Teig klebt immer noch doll, habt Geduld. Gleichzeitig kann man auch schon ein Backblech vorheizen und dieses heiße Backblech mit Mehl bestäuben. Das Brot dann mit der Naht nach unten aufs Backblech setzen und bei 200 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 180 Grad Umluft ca. 40 Minuten backen, plus minus 5 Minuten je nach Backofen. Ich habe es mit Dampf gebacken, man kann einfach 100 Milliliter Wasser auf den Backofenboden gießen und ganz schnell die Backofentür zumachen. Nach 10 Minuten Backzeit sollte man den Dampf ablassen. Wenn es hohl klingt, ist es fertig, es ist super fluffig und super lecker und die ganze Küche duftet danach. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr Lieben!